Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Zeit Jesu gab es noch kein Jugendamt. Und doch ist es reizvoll, die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht eines Sozialarbeiters zu erzählen. Ich habe mir diese Geschichte einmal überlegt, für diejenigen, die in schwierigen Umständen leben und für diejenigen, die sich um sie kümmern. Aber hören Sie selbst. Amnon, der Sozialarbeiter der Stadt Bethlehem, hatte schlechte Laune. Frühmorgens um 5 Uhr, es war noch stockdunkel, war jemand zu ihm gekommen und hatte ihn geweckt. Amnon war ein Morgenmuffel. Er hatte oft später am Tag noch Termine, aber frühmorgens, vor 8 Uhr, ging bei ihm wenig. Der frühe Gast rief: Amnon, Amnon, Arbeit für dich. Draußen in einem Stall auf den Feldern wurde ein Kind geboren. Die Mutter ist allerhöchstens 16. Da ist ein Mann dabei, wohl nicht der Vater, eher irgendein Boyfriend. Die Leute sind nicht von hier und haben nicht viel. Geh nachschauen. Das klang nicht gut. Das klang sogar sehr schlecht. Amnon packte schnell das Paket für solche Fälle, 5 Hemdchen und einige Windeltücher, eine warme Decke, Obst für die Mutter und ein Brot. Mit diesem Paket konnte man ein paar Tage überbrücken. Mehr konnte sich die Stadt Bethlehem nicht leisten. Sie hatte schon früher bessere Zeiten gesehen und war jetzt doch recht arm geworden. Ungewaschen und ungekämmt warf sich Amnon den Mantel über und ging. Den Stall fand er schnell. Mit geübtem Blick musterte er den Eingang. Kein Müll, keine Scherben. Es roch auch nicht nach Alkohol. 2 Eimer Wasser standen da und 2 helle Tücher waren zum Trocknen ausgelegt. Amnon hatte etwas anderes erwartet. Ein Kind schrie, ein Mädchen redete sanft und ein Mann sagte irgendetwas. Amnon war richtig, da gab es keinen Zweifel. Als das Kind ruhig war, klopfte Amnon. Guten Morgen, ich bin Amnon und komme vom Jugendamt der Davidsstadt Bethlehem. Darf ich eintreten? Kommen Sie, sagte der Mann. Das Mädchen legte sich schnell ein Tuch über die Brust, an der das Baby gerade trank. Amnons Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit. Das Kind war gewickelt, in einer Futterkrippe lag ein Schaffell, anscheinend hatte das Kind dort geschlafen. Ich bin Josef, sagte der Mann, und die Mutter des Kindes heißt Maria. Dein Kind wurde heute Nacht geboren, habe ich gehört, sagte Amnon zu dem Mädchen. Dieses nickte. Ja, es ging sehr schnell, sagte sie müde und zugleich fröhlich. Mein Kind war gesund und hat sofort getrunken. Ich habe Ihnen das Hilfspaket der Davidsstadt Bethlehem mitgebracht, sagte Amnon. Josef nahm das Bündel entgegen. Wir danken Ihnen sehr herzlich, sagte er. Wir sind wegen der Volkszählung hier und haben nur wenig Erstlingsausstattung. Wir wurden von der Geburt überrascht. Schon in der Nacht haben uns ein paar Hirten besucht. Sie hatten schon viele Lämmer auf die Welt gebracht. Sie haben sehr gut das Baby und die junge Mutter umsorgt. Sie haben uns das Fell gebracht. Ihre Geschenke werden uns weiterhelfen. Amnon atmete auf. Es hätte wirklich schlimmer kommen können. Das Kind lebte. Es gab Ansätze eines sozialen Netzes. Gewiss, nur Hirten, aber immerhin. Mittlerweile konnte Amnon in der Dunkelheit recht gut schauen. Maria war gewaschen und gekämmt. Sie war erstaunlich fröhlich. Ihre Augen leuchteten wie die Augen eines Kindes am Weihnachtsabend. Josef kümmerte sich um den Kleinen, als wäre es sein Kind und er der Vater. Trotzdem traute Amnon dem Frieden nicht ganz und fragte bei der Mutter nach. Du hast sehr jung dein Kind bekommen. Gott hat es gewollt, sagte sie. Wie meinst du das? Fragte Amnon. Maria sagte, Gott hat mir dieses Kind geschenkt, es ist ein Gotteskind. Das Mädchen sprach sicher und überzeugt.
Gewiss, sagte Amnon zögernd, obwohl ihm die Worte Marias gefielen. Und trotzdem musst du für dein Kind sorgen. Hier in der Kälte ist nicht der richtige Ort für Säuglinge. Ich bin für ihn da, sagte Maria. In Bethlehem hatte keiner für uns Platz. Hier im Stall ging es uns besser. Die Geburt ging gut. Gott wird uns einen Weg finden lassen, daran glaube ich ganz fest. Auch die Hirten gingen fröhlich weg von hier. Der Kleine hat sie glücklich gemacht. Es ist ein Segen, dass er lebt. Ja, Maria, dein Kind ist ein Segen, sagte Amnon. Sorge gut für ihn. Ich werde ein städtisches Zimmer für euch finden. Kommt gegen Mittag zu mir. Er wollte sich schon verabschieden. Da fiel ein Lichtstrahl durch die Tür in das Gesicht von Josef. Amnon stutzte. Verzeihung, Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Sind Sie vielleicht von hier? Josef antwortete, ja und nein. Ich bin Josef, Sohn von Eli. Meine Familie stammt von hier. Unser Urahn ist König David. Unser Nachbar ist ein Cousin von Ihnen, sagte Amnon. Vielleicht daher die Ähnlichkeit. In Gedanken versunken fügte er hinzu, so weit ist es mit der Königsfamilie von David jetzt gekommen. Erst verlieren sie den Thron, nun liegen ihre Nachkommen in einer Futterkrippe in einem kalten Stall. Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, meinte Maria. Die Kleine ging mit ihrer Frömmigkeit dem Sozialarbeiter etwas auf die Nerven. Ja, gewiss, meinte Amnon. Ich hoffte nur, dass ein Nachkomme Davids wieder König wird. Der Traum ist aus, die Familie wird immer ärmer. Denkst du nur ans Geld? Fragte Maria frech. Gott schütze deine Naivität, dachte Amnon. Aber das sagte er nicht. Irgendwie hatte das Mädchen recht. Was er sagte, war dieses. Ihr tut mir leid. Ihr hättet ein besseres Leben verdient. Da richtete sich Maria gerade auf. Wir brauchen dein Mitleid nicht. Dieses Kind ist der Sohn Gottes. Er ist geboren, um König zu sein in Israel. Viele werden sich über seine Geburt freuen. Woher weißt du das? Fragte Amnon verblüfft. Ein Engel hat es mir gesagt. Ein Engel hat es Josef gesagt und Engel haben es den Hirten gesagt. Amnon hatte die Kleine zunächst für vernünftig gehalten. Jetzt begann er zu zweifeln. Waren das die Allmachtsfantasien eines Teenagers? Ob das Mädchen die Realität noch wahrnehmen konnte? Sie glauben mir nicht? Fragte Maria. Ich mache mir keine Sorgen wegen einer Geburt im Stall. Gott erhöht die Niedrigen. Dein Wort in Gottes Ohr, sagte Amnon. Dass ihm der Gedanke gefiel, das traute er sich auch diesmal nicht zu sagen. Ein leichtes Klopfen riss ihn aus seinen Gedanken. Eine Stimme sprach mit ausländischem Akzent, wir suchen den neugeborenen König der Juden. Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Die Tür ging auf, 3 reiche Fremde traten ein, knieten nieder und schenkten dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es war eine wahrhaft königliche Huldigung in einem alten Stall. Und dann gingen die Fremden wieder. Amnon staunte. Sollte das Mädchen Recht behalten? Sollte dieser Kleine tatsächlich König werden? Da fuhr ein eisiger Schrecken Amnon in die Glieder. Er nahm Josef zur Seite. Macht euch fort von hier. Es gibt noch andere Könige in Israel. Herodes ist grausam. Die Welt ist voller Neid. Schütze dein Kind, wir werden es noch brauchen. Schnell ging er nach Hause. Er klaubte Proviant und ein paar Decken zusammen und brachte alles in den Stall.
Geht nach Ägypten, bis die Luft hier rein ist. Maria, Josef und das Kind machten sich davon. Amnon aber war glücklich. Dieses Kind hatte Gott gesandt. Die Eltern vertrauten auf Gott. Sie sorgten liebevoll für den Kleinen. Sie bekamen Hilfe von Hirten und von Fremden und auch von ihm. Dieses Kind würde wahrscheinlich aus dem Teufelskreis der Armut ausbrechen. Plötzlich war nicht mehr sicher, dass die Herrscher immer Herrscher bleiben und die Armen immer arm. Sollte der Kleine mal groß werden, dann würden die Menschen staunen. Bis dahin aber kümmerte sich Amnon wieder um die anderen Gotteskinder, die arm und vernachlässigt geboren wurden. Manchmal erzählte er dann in armen Hütten, in Scheunen und sogar unter Brücken die Geschichte jener zauberhaften Geburt. Ängstlichen Müttern und verzweifelten Vätern taten seine Worte gut. Und sie hofften wieder, dass auch ihre Kinder Gottes Kinder sein könnten. Das setzte neue Kräfte in ihnen frei und machte arme Leute zu starken Menschen und zu guten Eltern. Der eine Sohn Gottes aber, der Sohn der Maria, wuchs heran, wurde stark an Weisheit und Einsicht. Gespannt wartete die Welt darauf, dass dieser Königssohn seine Herrschaft antreten würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Amen.